Hier Leute, schaut mal, was ich mir bestellt habe. Ich habe mir das Rose Bonero 3 bestellt. Ein neues Mountainbike. Das Rose Bonero 3 ist ein Trailbike, ein Hardtail Trailbike, und das werde ich jetzt mal auspacken. Mitgeliefert wird eine Tasche. Da sind die wichtigen Unterlagen drin. Das heißt, ich habe hier eine Betriebsanleitung. Ich habe hier einen Schutzaufkleber für den Rahmen. Das ist ja cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe hier nochmal Aufkleber. Ich habe Anleitungen für die Laufräder und für die Federgabel. Hier noch weitere Dinge. Das könnte für die Bremse sein zum Einstellen. Bin aber nicht ganz sicher. Das sind so Cups fürs Einstellen der Federgabel oder für die Justage. Und tatsächlich sind sogar Tubeless-Ventile mit dabei. Das ist cool, weil ich gedacht habe, die muss ich dazu kaufen. So, das steht jetzt gerade. Ich muss es jetzt erstmal auspacken, muss den Lenker einstellen und dann ist das Fahrrad schon weit fertig. Das Fahrrad wird standardmäßig nicht mit Pedalen ausgeliefert, was auch okay ist, weil es gibt eben Flatpedale und Klickpedale aus Aluminium und aus Kunststoff, unterschiedlichste Systeme, und das wäre dann Quatsch, wenn sie Pedale mitliefern würden, die man im Endeffekt dann doch irgendwie nicht gebrauchen kann und ausbaut. Das ist anders als beim Händler vor Ort. Beim Händler vor Ort habt ihr meistens diese Kunststoffpedale vorgemontiert, die ihr dann im Endeffekt dann doch, oder die meisten von euch wahrscheinlich abmontieren. Also, erstmal heißt es Pedale montieren und dann schauen wir weiter. So, das ist schon aufgebaut, das neue Rose Bonero 3. Bevor ich jetzt das erste Mal auf den Trail fahren kann, will ich es mir jetzt erstmal einstellen, Luftdruck einstellen, die Sattelhöhe und so weiter. Und bevor wir das machen, gibt es erstmal ein Bike-Porn. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa. Also ich finde das Rad total cool, ich freue mich drauf, damit loszufahren. Ich stelle es noch ein und dann geht es los auf den Trail, und ich werde die erste Runde damit fahren und werde mal schauen, wie es sich fährt. Vorab zum Test. Ich fahre seit den 90er Jahren Mountainbike, bin mit einer langen Unterbrechung immer Cross-Country-Bike gefahren. Mein aktuelles Puls lässt mich aber immer wieder an Grenzen stoßen. Ich fühle mich im Gelände mit dem Rad nicht sicher, traue mich nicht gewisse Abfahrten herab. Ja, weiterhin merke ich, dass es für ein gewisses Gelände einfach nicht ausgelegt ist, stärker verschleißt, als es sollte, und schlicht nicht für alles geeignet ist. Daher war der Kauf eines Trailbikes eine logische Konsequenz.
Gleich am Anfang habe ich die vormontierten Kender Regolith gegen meine geliebten Nobby-Nix getauscht und diese Tubeless montiert. Diese Kombination rollt recht leicht und man merkt das deutlich. Die Kender bin ich vorweg einige Kilometer Probe gefahren und hatte den Eindruck, dass sie im Vergleich zu den Schwalbe Nobby-Nix schwerer liefen. Was mich positiv überrascht hat, die DT Swiss Laufräder wurden gleich mit verklebtem Tubeless Felgenband und mit Tubeless Ventilen ausgeliefert. Das erspart mir die Mehrkosten für dieses Zubehör. Aber bevor es bergab geht, muss es erstmal bergauf gehen. Bergauf ist das Rose Bornero stark. Nicht so stark wie ein Cross-Country-Rad, aber ich komme mühelos längere Steigungen hoch. Das Rad wiegt ohne Pedale 12,9 Kilogramm, was für meine Bedürfnisse okay ist. Natürlich, leichter geht es immer, aber ein sinkendes Gewicht bedeutet ja auch meist deutlich höhere Kosten. Insofern bin ich völlig zufrieden. Die Sitzposition ist sportlich. Bei meiner Rahmengröße XXL habe ich bei optimaler Sitzposition eine Sattelüberhöhung von 6,5 cm. Berücksichtigt das bitte beim Kauf. Wie sportlich wollt ihr und könnt ihr sitzen? Wie sportlich wäre eure Sitzposition? Ich möchte noch etwas zur Schaltung sagen. Für mich, der Jahre, man muss sagen jahrzehntelang immer Shimano gefahren ist S-Ram ein Novum. Dementsprechend skeptisch war ich erstmal. Wie wird sich die S-Ram-Schaltung fahren? Läuft sie gut? Schaltet sie gut? Die Sorge scheint erstmal völlig unbegründet. Die S-Ram GX Eagle schaltet hervorragend, der Gangwechsel ist schnell und knackig, die Hebelwege vergleichsweise kurz. Wo ich mich dran gewöhnen muss, ist, dass man die Gänge im Unterschied zu Shimano per Daumendruck in beide Richtungen wechselt. Bergab macht das Rose Bornero so richtig Spaß. Ich meine, ich bin hier keine krassen Trails gefahren, sondern im Prinzip nur die Home Trails, die ich aus vorherigen Touren kannte. Ich bin kein eingefleischter Endurist, habe wenig Erfahrung in schwerem und schwerstem Gelände und plane derzeit auch nicht, diese Erfahrung zu machen. Auf dem Schotterwaldweg war das Rad unterfordert. Es läuft aber aufgrund seines langen Radstandes sehr stabil und verlockt zum immer schneller werden. Auf Single Trails ist das Rad gutmütig, kleinere Steine werden ohne Hopsen überrollt. Die SRAM Pike Select Plus macht mit ihrem 140 mm Federweg einen guten Job, deutlich besser als meine vorherige RockShox Judy RL. Dadurch, dass die Gabel sich gut dem Gelände anpasst, bleibt das Rad auch bei rauem Gelände auf dem Boden und das Mountainbike damit gut kontrollierbar. Was für mich ebenfalls neu ist, ist die versenkbare Sattelstütze. Sie ist keine Aufstiegshilfe für alte Männer, sondern ein echter Sicherheitsgewinn. Ich kann sie bis zu 21 cm herunterfahren und habe so bergab deutlich mehr Platz und kann aktiv mit dem Fahrrad arbeiten. In Zwischensituationen, in denen es mal kurz berghoch geht, kann ich sie zur Hälfte anheben und dennoch einigermaßen effizient den Berg hochpedalieren. Theoretisch geht das natürlich auch mit einer starren Sattelstütze und einem Schnellspanner, aber praktisch macht man das doch meist nicht. Der eher zentrale Schwerpunkt auf dem Rad gibt eine deutlich größere Sicherheit bergab als bei meinem alten Rad. Mit dem Rose Bornero habe ich deutlich später das Gefühl, dass mich eine Bergabpassage überfordert und lockt regelrecht dazu, schneller zu fahren. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist das Fahren von engen Kurven und Spitzkehren. Zwar bietet der 80 cm breite Lenker in Kombination mit dem kurzen Vorbau ein herrlich direktes und agiles Lenkgefühl, allerdings ist der Radstand recht lang. Erschwerend kommt hinzu, dass ich es hasse, wenn es direkt neben mir steil bergab geht. Hier muss ich mich langsam in den kommenden Wochen herantasten. Was ist möglich und was möchte ich wirklich fahren? Zusammenfassend und nach der ersten Fahrt bin ich mit dem Rose Bornero sehr zufrieden. Fährt sehr stark berghoch, hat ordentlich Grip auf dem Vorderrad und man sitzt sehr sportlich und das ist vielleicht der einzige Knackpunkt, der einzige Punkt, wo ihr vielleicht drüber nachdenken solltet, bevor ihr das Fahrrad kauft. Messt am besten vorher eure Sitzhöhe nach, ob ihr dann auch noch bequem genug sitzt oder ob ihr vielleicht zu sportlich sitzt. Bergab macht das Fahrrad einfach wahnsinnig viel Spaß. Das ganze Fahrrad, die bremsen gut, die Federgabel, die macht einen richtig guten Job. Es macht einfach Spaß, das ist eine Spaßmaschine bergab. Muss ich wirklich sagen, das ist echt cool. Das sind natürlich erstmal nur die ersten Erfahrungen nach der ersten Tour.
Wenn euch interessiert, wie sich das Fahrrad langfristig schlägt, ich werde damit jetzt mehrere Fahrten unternehmen. Ihr werdet immer mal wieder Videos mit dem Rose Bonero 3 sehen und ich werde euch da auf aktuellen Stand halten. Also wenn euch das interessiert und ihr noch nicht abonniert habt, würde mich das wirklich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Genau. Ja, ansonsten vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!